Dies ist definitiv der spektakulärste verlassene Ort in Deutschland. Heute betreten wir einen verlassenen Ort, der die Vergangenheit auf schaurige Weise lebendig hält. Dieser Bunker ist kein gewöhnlicher Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich um einen verlassenen Krankenhausbunker, in dem während der Kriegsjahre Operationen durchgeführt und Verletzte versorgt wurden. Tief unter der Erde, abgeschottet vom Kriegsgeschehen an der Oberfläche. Was diesen Bunker besonders macht, ist sein nahezu unberührter Zustand. Keine Spuren von Vandalismus. Fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Doch so beeindruckend der Originalzustand auch ist, desto unheimlicher wird die Atmosphäre. Die Luft ist stickig, die Wände beginnen zu schimmeln und an der Decke haben sich Stalaktiten aus Kalk gebildet. Der Verfall nagt an diesem Ort und man spürt förmlich, wie die Geschichte hier zum Greifen nahe ist. Aber Vorsicht, diese Erkundung war nicht nur faszinierend, sondern auch extrem gefährlich. Es gibt Stellen, an denen die Struktur des Bunkers instabil wirkt, der Boden unter den Füßen bröckelt und der Gedanke, was hier einst geschehen ist, sorgt definitiv auch für Gänsehaut. Kommt mit auf eine Reise in die Vergangenheit, in einen verlassenen Bunker, der mehr als nur Mauern aus Beton hinterlassen hat. Dieser alte Krankenhausbunker befindet sich tatsächlich noch im Originalzustand. Sind das Krankenakten? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in einem uralten Krankenhausbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, Leute. Diese Location ist absolut einzigartig. Wir haben kein Graffiti, wir haben keinen Vandalismus, einfach nur unglaublich. Dieser alte Krankenhausbunker befindet sich tatsächlich noch im Originalzustand und hier ist tatsächlich nur der natürliche Verfall durch Nässe und Feuchtigkeit eingetreten. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Los geht's. Wir befinden uns jetzt hier im Schleusenbereich. Das hier ist die erste Eingangstür und da vorne wird die Druckschleuse sein. Und wir sehen hier einen Abgang. Warum gibt es keine Treppen? Weil die Patienten damals mit den Krankenbetten hier runter transportiert werden mussten. Und hier geht es jetzt direkt in die Anlage hinein. Wir haben extremen Verfall, wie ihr hier schon an den Wänden seht. Und ihr seht, der Bunker befindet sich tatsächlich auf 2 Etagen. Hier haben wir die Doppeltüre, die Gasdrucktüre und hier sehen wir noch tatsächlich alte Schriftzüge. Hier unten steht irgendwas mit Röntgen und oben links steht irgendwas mit Frauen. Frauenbereich oder irgendwie sowas in der Art. Kann man leider nicht mehr genau entziffern. Hier haben wir auch die Wegweiser. Darüber stand tatsächlich früher auch mal was. Und die Tapete bröckelt so langsam ab. Ich glaube, dass die Schrift hinter der Tapete ist. Genau wie hier. Und hier geht es jetzt in die Anlage hinein, durch die Bunkertüren. Und guckt euch einfach mal den Verfall an. Das ist wirklich unfassbar. Rechts direkt der Maschinenraum, der auch mit Bunkertüren verschlossen wurde. Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten. Und guckt euch das mal an. Das ist direkt das Herz des Bunkers. Das sieht so aus, als wurde das hier mal modernisiert nach dem Zweiten Weltkrieg und so auf Stand der, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre gebracht. Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Das ist auch alles Technik, die zu dem Bunker hier gehört. Und hier geht es jetzt weiter hinein in die Anlage.
Kalt- und Warmwassereinführung. Boah. Und guckt mal Leute, das Grundwasser ist direkt hochgekommen hier in der Anlage. Das ist eine Klimaanlage bzw. eine Belüftungsanlage. Alter. Guckt euch das an. Wie weit es hier noch reingeht. Wie gern würde ich jetzt hier mal durchlaufen. Das ist ja unvorstellbar. Krass. So, und jetzt geht es noch weiter hinein in die Anlage und guckt euch mal bitte diesen unglaublichen natürlichen Verfall an. Die Türe ist aus den Verankerungen hier gefallen. Die ganzen Beläge hier von den Türen bröckeln ab. Die Lampen hängen hinunter. Die alten Stromkanäle hängen hinunter. Und hier geht es tatsächlich in den Bereich der Operationssäle. In jeder Tür verbirgt sich ein alter Operationssaal. Das ist einfach nur unglaublich, Leute. Hier können wir mal in so einen Saal hineinschauen. Überall Kacheln, damit das Ganze steril gewesen ist damals. Und sogar die Fensterscheiben sind hier kaputt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die einer mutwillig zerstört hat. Das sieht so unglaublich krass aus. Guckt mal hier, der alte Stromkasten. Die alten Sicherungen. Hier haben wir eine Toilettenanlage. Auch überall die Kacheln. Das sind jetzt wahrscheinlich alles irgendwie Versorgungsräume für die OPs, weil es halt hier in den OP-Bereich geht. Und guckt euch das mal an, Leute. Hier hängt sogar noch eine OP-Lampe. Das ist ja mal krass. Hier rechts sieht man dann in den Schaufenstern, dass dort die ganzen Utensilien gelagert worden sind für so eine Operation. Und guckt euch das mal an. Alter. Das ist heftig, Leute. Also ich muss ehrlich sagen, das sind echt Locations nach meinem Geschmack. Ich liebe natürlichen Verfall. Ich liebe es, wenn kein Vandalismus vorhanden ist und einfach nur die Natur oder die Zeit sich die Natur einfach zurückholt. Das ist so krass. Und das ist für mich ein richtiger Lost Place. Okay, ist jetzt komisch, dass die Waschbecken hier kaputt sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so kaputt gehen. Vielleicht hat hier doch einer hier irgendwie mutwillig was zerstört. Das ist auf jeden Fall ein Schriftzug da oben. Untersuchungs... Ich kann es nicht lesen. Hier geht es wieder auf den Hauptgang. Es ist so verwinkelt, Leute. Guck mal, wie verrostet hier diese Rolle für den Feuerwehrschlauch ist. Okay, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt über den Hauptgang hier in den anderen Hauptgang hinein, nach links. Da weiß ich nämlich, dass da noch weitere Operationssäle sind.
Und hier können wir gleich noch nach oben gehen. Boah, ist das heftig. Das ist so heftig, Leute. Oh mein Gott. Hier hängt tatsächlich schon wieder eine OP-Lampe. Alter, ist das geil. Da hat sich sogar schon ganz viel Wasser drin gebildet. Das sind alles Tropfen gewesen, glaube ich, die irgendwie in die Lampe gekommen sind. Und hier sind sogar noch Gegenstände drin, beziehungsweise so alte Flaschen. Es geht weiter hinein. Boah, hier stehen ja noch uralte Geräte drin. Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Komplett vergammelt. Und die Schränke sind noch prall gefüllt. Das ist wirklich unglaublich. Zepirol. Alte Chemikalien. Und das sind, glaube ich, die Beine von so einem Krankenstuhl. Für einen Frauenarzt, oder? Das ist ja unfassbar. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Wahnsinn. Hier sieht man auch, dass hier mal eine OP-Lampe hing. Die fehlt jetzt leider hier. Mittlerweile der dritte, vierte. Das ist, glaube ich, OP-Vorbereitung. Der Raum immer davor. Und hier sind wir jetzt wieder auf dem Hauptgang angekommen. OP-Raum für OP-Raum. Unzählige Räume. Schiebetüren. Und hier steht tatsächlich auch noch was drauf. Schwimmweste unter ihrem Sitz. Das ist komisch. Dunkelkammer. Bitte nicht eintreten. Das ist also die Dunkelkammer. Krass, und hier wurden die Fotos dann irgendwie aufgewertet. Und wir kommen am zweiten großen Hauptgang aus. Das ist ja so krass. Ich glaube, das ist alles Schimmel, was sich hier an der Türe gebildet hat. Das heißt, wir sollten uns definitiv nicht zu lange hier aufhalten, weil das gesundheitlich doch echt, glaube ich, schädlich sein kann. Das ist so verwinkelt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Hier geht's auch nach oben. Hier haben wir das F für den Feuerlöscher. Alter, guckt euch das an. Hier haben wir einen Wegweiser zu den Toiletten. Einmal das H und einmal das F. Krass. Sind das Krankenakten? Ich glaube, das sind alte Akten, Leute. Beziehungsweise Aktenhüllen. Hier haben wir wieder
Eine Gasschleuse, kein Eingang für Patienten. Genauso wie hier. Boah. Und das ist wieder ein Maschinenraum, der komplett unter Wasser steht. Das ist so heftig. Notausgang. Chirurgenklinik, Unfallhandlung, Röntgen, Labor. Hier haben wir noch einen weiteren Zugang, der zugemauert worden ist. Und hier sieht man dann ganz schön, wie die Patienten hier schön um die Kurve mit dem Krankenbett nach unten gefahren worden sind. Und guckt euch mal hier die ganzen Spinnennetze an, Leute. Da ist eine fette schwarze Spinne. Das sieht so heftig aus, Leute. Rauchen nicht erlaubt. Neue Krankenscheine mitbringen. Ohne Schein keine Behandlung. Alter, die waren ja wirklich knallhart hier, Leute. Und das sieht mir irgendwie gar nicht so aus, als wäre das ein Notfallkrankenhaus gewesen, sondern irgendwie ein aktives Krankenhaus, das aktiv genutzt wurde unter der Erde. Also jetzt auch unabhängig von dem Krieg oder so. Irgendwie ganz komisch. Der Wegweiserausgang schon wieder. Und hier haben wir auch wieder Schriften auf den Türen. Wartezimmer. Mit Öffnungszeiten. Sprechstunde 8 bis 9 Uhr. Das ist so heftig, Leute. Und hier vorne haben wir den Schriftzug D-Arzt. Wir haben hier noch eine weitere Maschine gefunden. Wir vermuten, dass mit dieser Maschine die ganzen OP-Werkzeuge, sage ich jetzt mal, alle gereinigt worden sind. Also wie so eine riesen Spülmaschine. Uralte Technik. Trocken, vorwärmen, sterilisieren, entlüften. Steht da nämlich überall drauf. Und es hört einfach nicht auf, Leute. Das ist ein riesiges Labyrinth hier unten. Hier steht sogar noch eine Flasche drin. Das ist Pilz. Schlossbräu. So, dann würde ich vorschlagen, geht's jetzt ab nach oben, oder? Was meint ihr? So, hier geht's hoch, Leute. Ist das heftig. Überall bilden sich oben hier diese Wassertropfen. Alter. Hier ist eine Luft drin, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und hier geht's
in den Filterraum. Und ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele Filter auf einen Haufen gesehen. Und tatsächlich in so einem schlechten Zustand. Das sind alles Filter, Luftfilter von der Firma Dräger. Man kann es fast gar nicht mehr erkennen. Hier steht es, glaube ich, noch drauf. Dräger kann man ganz schwer erkennen. Und guckt euch einfach mal den Zustand an. Die sind einfach durch die ganze Feuchtigkeit komplett vergammelt. Und hier steht tatsächlich noch ein Krankenbett, Leute. Alter, ist das creepy. Und guckt mal, wie schmal das ist. Also, da passt ja irgendwie nur ein Kind drauf, würde ich sagen. Oder die Rollen. Und tatsächlich nur Rollen auf einer Seite. Das heißt, die mussten das Bett irgendwie hochheben und durch den Bunker rollen. Alter. Das ist so heftig. Hier haben wir die ganzen Ventile, Entlüftung, Rücklauf, Nacherhitzer. Ist alles noch sehr gut erhalten teilweise. Aber was hier echt für eine Technik drin steckt in der Anlage, das kann man sich echt nicht vorstellen. Da liegt ein Fahrradreifen, warum auch immer. Und hier, guckt mal Leute, die vereiste Spinne. So, oben angekommen, Leute. Wir waren hier gerade im Filterraum. Aber hier warten tatsächlich jetzt noch viele weitere Räume, die von uns erkundet werden wollen. Und guckt mal hier, Leute, die Stalaktitenbildung an der Decke, Alter. Das ist ja so krass. Und ihr wisst ja, die wachsen extrem langsam. Und die Gegensätze finden wir hier auf dem Boden. Die sogenannten Stalagmiten. Was haben wir noch Spannendes hier oben? Jetzt ist aber die Frage, was ist das hier oben? Sind das auch OP-Räume gewesen? Auf keinen Fall. Oder sind das Patientenräume? Und unten wird operiert und hier oben. Hinten sieht so aus wie so ein kleiner OP, aber keine Lampe, gar nichts. Also ich denke tatsächlich, dass sie einfach nur Patienten gelegen haben. Das ist total krass. Hier haben ja Sprechstunden stattgefunden, alles. Also ich glaube gar nicht so richtig, dass das so aktiv oder ich kann mir eher vorstellen, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie auch noch genutzt wurde. Und die Patienten hier auch wirklich geschlafen haben. Das sieht jetzt wieder aus wie so ein Vorbereitungsraum oder so. Wir haben die alten Bewohner oder Mitarbeiter noch irgendwelche Sticker an die Wand geklebt. Genauso wie da vorne ist alles voller Vögel. Um sich das hier unten unter der Erde natürlich ein bisschen wohnhaft zu machen. Weil wir haben ja kein Fenster hier, ne? Dann haben wir hier ein weiteres Treppenhaus. Und ja, ist jetzt quasi quadratisch aufgebaut. Apotheke und Archiv steht da. Und das sieht auch aus wie ein Kühlraum oder OP-Raum. Ausgang, sagst du. Aber warum sind denn die Kacheln? Boah, das ist so vergammelt alles. Zur chirurgischen Klinik. Hier steht jetzt teilweise auch alles unter Wasser. Boah. Das sieht aus wie eine Kühlung, oder? Aber so wie es aussieht, leider tatsächlich alle Räume leer. Aber es soll auch noch eine Schrift geben, oder? 2. Warte mal. Ich glaube, das sind die Überreste von der Kippenpackung. Boah, das sieht jetzt schon nicht schlecht aus. Was steht da? Labor und davor?
Hier ist auch alles leer. Und hier ist noch eine Schrift. Ja, gleich auf der Gegenseite. Alter. Es sieht so geil aus. Das ist echt zu schön, um wahr zu sein. Ruhe halten und Rauchen verboten. Ja, klassischer Bunkerschriftzug. Und hier sehen wir, dass die alten Räume auch damals nummeriert waren. Und jeder Raum hatte quasi seinen eigenen Namen. So, wir sind jetzt wieder unten angekommen und es sieht echt so aus, als hätten wir einen Raum vergessen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. Der Raum sieht genauso aus wie der eine OP-Raum mit dieser geilen Lampe, die ich so cool fand. Und hier steht einfach tatsächlich noch ein Krankenbett drunter, Leute. Das ist ja so heftig. Wie heftig sieht das aus? Das ist so abgefahren. Also mir fehlen wirklich echt die Worte, Leute. Das ist so krass heftig. Und ich muss ehrlich sagen, es ist extrem gruselig hier unten. Das ist schon echt Wahnsinn. Ich habe schon mal ein Krankenhaus, Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erkundet. Der war aber bei weitem nicht noch so krass erhalten wie der. Der ist ja wirklich im Originalzustand. Klar, ein paar Sachen wurden natürlich ausgeräumt, aber es ist einfach dieser natürliche Verfall. Behandlung, Röntgen, Labor. Diese Erkundung war für mich absolut einmalig und ich war extrem fasziniert von dieser Anlage. Denn so eine Anlage findet man heutzutage echt selten oder gar tatsächlich nur einmal im Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Like, Kommentar und ein Abo freuen. Dies hilft auch meinem Kanal hier auf YouTube noch was zu wachsen und ich hoffe, dass wir uns dann in meinem nächsten Lost Place Abenteuer nächsten Samstag um 10:30 Uhr wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.